Heute werde ich euch mal zeigen, wie ich meine Baumscheibe frühlingshaft dekorieren werde. Ja, und in meinem Fall hat die jetzt einen Durchmesser von in etwa 34 cm. Ihr könnt dafür aber auch eine kleinere oder eine größere Baumscheibe verwenden. Ich werde mir jetzt als erstes ein Kokedama mit Hyazinthen erstellen. Dazu nehme ich die jetzt hier schon mal aus ihrem Topf hinaus und die Hyazinthen werden dann mit Moos umwickelt werden. Aber Achtung bei den Hyazinthen, es gibt Menschen, die können den Duft der Hyazinthen nicht wirklich vertragen. Und von daher würde ich dann ausweichen, zum Beispiel auf Narzissen, Schneeglöckchen oder halt Krokusse. Wenn ihr davon auch Kopfschmerzen bekommen solltet, also von dem Duft der Hyazinthen, ne, oder ihr könnt es halt nicht vertragen, das sei jetzt mal an dieser Stelle erwähnt. Und ihr habt es ja jetzt schon gesehen, ich habe jetzt hier einen Teil der Wurzeln mal entfernt, die brauche ich nachher nicht. Es sei denn, man will so ein gigantisches Kokedama erstellen, dann hätte man es jetzt auch dran lassen können. Das bleibt aber jetzt jedem selbst überlassen und die Hyazinthen, die können das ab, wenn man da so viel Wurzeln einfach mal abfriemelt. Okidoki. Dann habe ich jetzt hier Plattenmoos. Na, komm mal her. Und dieses Moos wird jetzt um die Hyazinthen drumherum gewickelt werden. Ne, auch unten drunter. Ich mache das jetzt vorzugsweise so, dass man auch noch einen Teil dieser schönen Knollen nachher sehen kann. Überschüssiges Moos friemel ich mir jetzt mal ab. Mal gucken. Das lege ich mir dann beiseite. Das brauche ich nachher nämlich auch noch. Forme mir das Ganze jetzt schon mal aus. So, jetzt habe ich hier Bindedraht am Start. Die Farbe bleibt jetzt wirklich jedem selbst überlassen. Ich habe mich jetzt bewusst für diesen dunklen entschieden. Es kann aber gut möglich sein, dass ich da nachher noch einen andersfarbigen Draht drumherum wickeln werde. Ich befestige den jetzt hier mal eben dran oder auch nicht. So. Ich lasse jetzt hier mal ein Stückchen vom Ende hinausschauen oder beziehungsweise vom Anfang. Kann man dann eventuell nachher das Ende wiederum dran befestigen. Und jetzt wickel ich mein Moos hier um die Hyazinthen mal drumherum. Ich gehe mal so kreuz und quer entlang. Aber mal gucken, ob ich noch einen andersfarbigen Draht gleich mit einbauen werde. Viele Ideen, die entstehen bei mir auch immer erst im Laufe des Erstellens. Ich habe jetzt zwar einen groben Plan im Kopf, aber es kann auch gut möglich sein, dass ich das noch abändern werde. Den Draht schneide ich nun ab und ich verwende dafür immer eine alte Rosenschere. Oder um mal ehrlich zu sein, ich habe meine Drahtschere jetzt nicht finden können. Aber bei der Rosenschere ist das jetzt egal, ob die noch stumpfer wird im Laufe der Zeit. Die hat sowieso ihre besten Jahre schon hinter sich. Und verfrieme das Ende an den Anfang meines Bindedrahts. So, überschüssiges Material stecken wir jetzt hier in das Moos hinein. Und ihr könnt das Ganze auch immer noch so ausformen, je nachdem, wie ihr das gerne haben möchtet. Ich will ja meine Knollen auf jeden Fall nachher noch sehen können. Der ein oder andere fragt sich wahrscheinlich auch schon, muss man das Ganze wässern? Ja, innerhalb der Wohnung wird das bei mir immer so alle, ich sag mal 2 bis 3 Tage mit der Sprühflasche besprüht werden. Die müssen ja irgendwie auch mal gegossen werden, die Hyazinthen. Jetzt räume ich hier mal meinen Arbeitstisch auf und dann überlege ich mal, wie ich überhaupt weiter fortfahren möchte. Man kann sowas auch einfach nach draußen stellen, wenn es dann viel am Regnen ist, dann braucht ihr da, was das Thema Wässerung angeht, euch überhaupt keine Gedanken machen. Ne, ihr kommt halt wirklich immer drauf an, wo steht das Ganze. So, du kannst ja schon mal hier hin. Ich habe mich jetzt noch dazu entschieden, einen 2 mm starken Aluminiumdraht an meinem Kokedama zu befestigen. Den Anfang stecke ich jetzt hier einfach in mein Moos hinein und umwickle das Ganze dann halt mit diesem Draht. Das kann man machen mit dem Draht, muss man aber nicht machen. Aber ich persönlich möchte halt, dass das Ganze, ich sag mal, noch mal etwas mehr an Farbe erhält. Und dieses Stück Draht, das stammt sogar noch aus einem vorherigen Projekt. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, von welchem Projekt. Und wenn ich das dann fertig umwickelt habe, dann stecke ich das Ende auch wieder in das Moos hinein. Ich habe jetzt hier ein altes Einmachglas und in dieses Glas kommen nun Schneeglöckchen hinein. Alternativ könnt ihr auch zum Beispiel Krokusse dafür verwenden. Ich bin mal gespannt, wie die so gewurzelt sind. Ja, machen schon mal einen guten Eindruck. Da friemel ich mir jetzt auch etwas Erde mal ab. Ja, dass ich die dann halt in das Einmachglas hineinbekomme. Mal eben schauen. Ja, ich muss noch ein bisschen abfriemeln und sie fallen jetzt auch schon größtenteils von alleine auseinander. Ist aber nicht schlimm. Die Erde erstmal aufheben, die könnt ihr dann nehmen, um das Glas damit zu befüllen. Zack, zack, zack. Mal
gucken. Etwas noch abfriemeln. Ich glaube, ich hätte meine Baumscheibe ein bisschen beiseite legen sollen. Und ich will die ja auch so einigermaßen gerade hier gleich drin haben. Wurzeln natürlich mit einarbeiten. Wer jetzt keine dreckigen Finger bekommen möchte, der sollte an dieser Stelle dann auch mal besser Handschuhe anziehen. Ja, die sind aber auch echt irgendwie witzig gewachsen, ne? So leicht krumm, aber finde ich jetzt nicht schlimm. So. Na, gehst du wohl hinein? Noch ein bisschen was drauf. Nur nicht bis oben hin auffüllen. Man muss das Ganze ja auch irgendwie mal im Laufe der Zeit wässern. Mache ich auch alle paar Tage dann mit der Sprühflasche, dass das dann halt nicht überläuft. Wahnsinn, ne? Das ist hier so kalt, mein Glas beschlägt schon. Kann man dann hier dazu stellen. Das hier natürlich jetzt erstmal wieder wegräumen. Ich habe hier jetzt ein kleines Glas, was bereits mit Wasser befüllt ist. Und in dieses Glas kommen nun Magnolienzweige und Schleierkraut hinein. Das Schleierkraut, das stammt noch aus einem Projekt mit Tulpen, also wo ich da die Lichterkette in das Schleierkraut eingearbeitet hatte. Die sind auch so richtig schön, ja, ich sag mal, krumm gewachsen, die Magnolienzweige. Ich mag das total gerne. Ich bin ja mal gespannt, ob sie dann im Laufe der Zeit, ich sag mal, noch ein bisschen weiter hinauswachsen werden oder ob sich da vielleicht sogar Blüten entwickeln könnten. Glaube ich jetzt zwar eher weniger. So, wo ist denn meine Schere hin? Ach, da. Komm mal her. Ja, und ich verwende wirklich immer Scheren, die sind auch für das Ikebana geeignet, also für japanische Blumenarrangements. Ich hatte erst darüber nachgedacht, in dem Glas mit Trockenblumen zu arbeiten, aber dann habe ich gedacht, nee, komm, du hast da noch das Schleierkraut. Das muss ja auch irgendwie mal aufgebraucht werden. Wobei, ihr könnt das auch einfach eintrocknen lassen im Laufe der Zeit. Ich persönlich finde, das sieht dann auch immer noch richtig knuffig aus. Und ja, ich bin jetzt auch noch am Überlegen, ob ich vielleicht noch hier bei der Baumscheibe noch Plattenmoos einarbeiten werde oder das hier sogar um die Schneeglöckchen drumherum wickeln werde. Ich habe hier auf jeden Fall noch ein frostiges Glas mit Teelicht am Start. Das Video dazu kann ich euch mal oben einblenden, beziehungsweise ich packe das mal in die Videobeschreibung. Und dann habe ich hier auch noch einen Dekovogel. Doch, das sieht niedlich aus, aber ich überlege mir jetzt wirklich noch, ob ich hier noch etwas drauflegen möchte oder halt nicht. Ich habe mich jetzt noch dazu entschieden, etwas Plattenmoos einzuarbeiten. Dann werde ich um das Glas mit den Schneeglöckchen noch ein paar Tilansien drumherum wickeln. Einige kennen die auch unter dem Begriff Curly Moos. Und last but not least habe ich hier noch einen Ast von einer Korkenzieher-Haselnuss. Ja, und dann bin ich aber auch definitiv fertig mit meiner Dekoration von der Baumscheibe. Aber wie bereits erwähnt, viele Sachen, die entstehen wirklich erst dann, wenn ich halt daran, ja, arbeite. Dieses Curly Moos lege ich jetzt hier wirklich nur um mein Glas drumherum. Das wird jetzt nicht irgendwie noch festgewickelt werden. Das wäre jetzt letzten Endes Quatsch. Kann da auch ruhig so etwas nach unten hin, ja, hinunterhängen. Wo haben wir jetzt hier diesen Ast? Einfach hier mal drauflegen. Ja genau, macht das Ganze jetzt noch kaputt. Aber ich glaube, ich will den andersrum haben. Ich finde immer die Zweige von einer Korkenzieher-Haselnuss richtig schön. Ich mag die total gerne. Eine Freundin von mir, die hat eine im Garten und dann schneidet sie mir alle paar Jahre immer mal was ab. Weil der hier, der ist mit Sicherheit schon 3 Jahre alt. Den habe ich schon wirklich sehr, sehr lange. So, mal eben gucken. Ich will auch mal den Tisch sauber machen. Ich hatte auch noch darüber nachgedacht, da eine Lichterkette mit einzuarbeiten. So, Teelicht könnten wir jetzt auch mal anmachen. Die gefrosteten Gläser, also ja, die finde ich auch total cool. Ich erzähle hier schon wieder einen halben Roman, glaube ich. So, Teelicht ist am Start. Ja, ne? Ich bin jetzt auch ganz froh, dass da jetzt mal keine Lichterkette hinzugekommen ist. Ich drehe es mal für euch. Aber da habt ihr ja auch so viele Möglichkeiten, wie man so eine Baumscheibe letzten Endes dekorieren kann. Ich hatte auch überlegt, ob ich das Ganze schon, ja, österlich machen möchte. Aber mit der Osterdeko werde ich wahrscheinlich so in 2 Wochen mit anfangen. Ne? Jetzt noch nicht. Ich bin ja immer ein bisschen früher dran als ihr mit der Osterdeko. Ich will euch ja auch frühzeitig schon Inspirationen geben. Ne? Das heißt noch lange nicht, dass die Sachen alle schon in meiner Wohnung landen. Die bleiben dann auch teilweise erstmal noch 1 bis 2 Wochen hier in der Werkstatt. Alle benötigten Materialien findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, und in die Videobeschreibung packe ich auch immer ein paar Links hinein, wenn ich Sachen online gekauft haben sollte. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!